Das RDE-Projekt, also die Reduktion diffuser Emissionen, hat für die Arubis eine zentrale Bedeutung. Mit der Implementierung dieses Projektes setzen wir neue Maßstäbe in der umweltfreundlichen Primärkupfererzeugung und dieses Projekt stellt somit ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit durch die Arubis AG dar. RDE ist ein klares Signal an die Stadt Hamburg und auch an die ganze Metropolregion, dass man sauber und nachhaltig in einer Stadt industriell produzieren kann. Wir werden mit RDE die strengsten Ziel- und Grenzwerte nachhaltig unterschreiten können. 1,5 Jahre Bauzeit liegen hinter uns. Dazu kommen nochmal 1,5 Jahre Planungszeit, die vorher gelaufen ist. Es ist fast eine Operation am offenen Herzen, wenn man sich klar macht, dass wir in unmittelbarer Umgebung einer vollproduzierenden Hütte hier Bauarbeiten durchführen. Für das RDE-Projekt haben wir sehr große Bauteile beschafft. Das Herausfordernde waren dann letztendlich immer die letzten paar Meter auf dem Werksgelände. Enge Bebauung, Rohrbrücken, enge Verhältnisse vor Ort bis hin zu der Notwendigkeit, große Schwerlastkräne aufzustellen. Phasen mit viel Wind hätten uns sehr behindert. Wir hatten das Glück, dass das keinen Einfluss auf die Gesamtterminplanung hatte. Die Primärhütte in Hamburg ist in vielerlei Hinsicht heute schon eine der saubersten Hütten der Welt. Im Projekt RDE haben wir ein Absaug- und Filtersystem installiert, was bedarfsgerecht funktioniert. Das heißt, immer dann, wenn wir Betriebssituationen vorfinden, in denen wir Feinstäube produzieren, wird die Absaugung aktiviert und die nachgelagerte Filterung ist in der Lage, diese sehr feinen Staubpartikel aus dem Abluftstrom herauszufiltern. Die Dachreiter auf dem Dach der Primärhütte sind an eine zentrale Rohrleitung angeschlossen. Die Dimension dieser Rohrleitung ist entsprechend groß für das Gesamtprojekt ausgeführt, hat einen Durchmesser von 4,50 Meter. Der Abluftstrom, der aus der Halle abgesaugt wird, wird dann in die eigentliche Filtereinheit hineingeleitet. Das sind über 6000 einzelne Filterelemente, die durchströmt werden und in denen dann diese sehr feinen, und wir reden über Partikelgrößen im Nanometerbereich, diese sehr feinen Staubpartikel dann abgeschieden werden. Die abgeschiedenen Filterstäube werden dann hier am Standort, voraussichtlich auch in der Primärhütte, wieder eingesetzt, sodass wir hier einen geschlossenen Kreislauf haben. Der eigentlichen Filtereinheit ist eine Esse nachgelagert, durch die dann zielgerichtet der Abluftstrom geleitet wird. Dieser Abluft ist dann von den Feinstäuben gereinigt und wird messtechnisch überwacht, um die entsprechenden Emissionsgrenzwerte sicher einzuhalten. Zusätzlich haben wir die Konverterhalle nach Süden verlängert, um auch dort im Haus die Stoffströme intelligenter zu gestalten und so die Arbeitssicherheit voranzubringen. Auch im Projekt RDE wurden die Corona-Regeln des Standortes Hamburg konsequent befolgt. In Gesamtschau lässt sich sagen, dass das Projekt durch Corona nicht verzögert worden ist. Mit dem RDE-Projekt ist es uns gelungen, den Umweltschutz auf ein neues Niveau zu heben. Und hier, glaube ich, kann jeder Mitarbeiter am Stammwerk Hamburg, aber auch in der Gruppe, auf dieses Resultat und diese Bekenntnis zum Umweltschutz stolz sein. Und ich freue mich, dass es dem Team gelungen ist, von der Idee bis zur jetzigen Umsetzung alles so zu gestalten, wie es nun gut gelaufen ist. Und das ist komplex, weil es ging nicht nur um interne und externe Stakeholder, wie zum Beispiel Behörden oder unsere Nachbarn, sondern auch um die Koordination zahlreicher Abteilungen im Hause. Und eigentlich haben alle Abteilungen bei der Arubis bei diesem wichtigen Projekt mitgeholfen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, von einer sehr sauberen Hütte, die wir schon waren, zur saubersten Hütte der Welt zu werden. Das wird die Zukunftsfähigkeit dieses Standortes sicher über Jahre hinaus bestimmen. Das ist eine tolle Mannschaftsleistung, auf die wir auch gemeinsam stolz sind.